Also das Besondere an dem Besuch der kroatischen Schüler jetzt hier in Angermünde und dem Austausch mit Angermünder Schülern ist sicherlich, dass das UNESCO-Anliegen europäischer Buchenwälder jetzt tatsächlich mit Leben erfüllt wird. Also hier auch der Austausch über die Jugend. Also dass die junge Generation merkt, okay, da gibt es in einem anderen europäischen Land auch einen Buchenwald, nicht nur bei uns. Wir fahren da mal hin, wir lernen die Menschen kennen und letztendlich hoffe ich auch, dass wir mit diesem ja erstmalig stattfindenden Jugendaustausch auch am Ende ein bisschen zum friedlichen Europa beitragen können, dass diese Generationen, die sich jetzt kennenlernen, sozusagen nicht auf die Idee kommen, in Europa andere Dinge auf den Weg zu bringen, außer ein Zusammensein. In unserem Projekt Beach Power, da geht es ja darum, es steckt ja schon im Namen, Empowering World Heritage Communities. Wir arbeiten mit Kommunen zusammen, die in der Nachbarschaft von Weltnaturerbe-Teilgebieten liegen. Und die wollen wir quasi instand setzen, die Tatsache, dass sie eine Weltnaturerbe-Buchenkommune sind, zu leben. Und dazu gehört unserer Ansicht nach auch ein Austausch von jungen Menschen, den man ermöglicht, den man moderiert, mit Kommunen, Städten in anderen Teilen Europas, die auch zu dieser Weltnaturerbe-Familie gehören. When I worked in the nature park as a conservation officer, we were doing nature protection with the adults mainly and with projects and research projects and stuff. And now I work as a teacher, and in my experience, the only true way to protect nature is to educate the children. Wir, die Erwachsenen, die in diesen Berufen tätig sind, müssen alles daran tun, dass wir das den Kindern ermöglichen, weil sie auf diese Weise, was sie alles erlebt und gelernt haben, das können wir ihnen in der Schule nicht auf einem Platz anbieten. Was bedeutet eigentlich Weltnaturerbe und was bedeutet Weltnaturerbe Buchenwald in zwei verschiedenen Ländern? Also was bedeutet ein Buchenwald in Deutschland und ein anderer in Kroatien? Es ist schon ein Austausch hier von Schülern, weil die Schüler können neue Kultur kennen und viele von denen werden eigentlich das nie vergessen. Das ist der Sinn. Alle sind zusammen, Deutschen und Kroaten, spielen, reden. When you go to another country, I think the most beautiful thing is that you see that everything has similarities and differences. Actually, escape from people. A place to be alone, to get dirty. Open your mind, to open your eyes, your ears, to smell the forest. Diese Übung Stille im Wald und dass jeder sich einzeln, ganz für sich alleine einmal in die Natur setzt, beinhaltet eigentlich, dass man sich komplett einlässt auf das Außen, dass da eine Verbindung stattfindet, dass man seine Wahrnehmung öffnet und dass man die Schönheit wahrnimmt. Und in dieser Übung ist auch klar geworden, was bedeutet der Wald für jeden und jede Einzelne aus diesem Kreis. I found that day the most interesting when we went to the actual forest. We took a walk, we even got the chance to roam free by ourselves and for it to be peaceful and quiet. I wanted to see how it is here. How are these forests looking compared to ours? I wanted to see the beauty of this national park. In the National Park Paklenica, the terrain is a bit more, how do I say it, cliff. There are more cliffs than here. I see a lot of animals, and the beach is
it's a beautiful tree, like it looks good. Die ganze Woche war eigentlich davon geprägt, dass wir verschiedenen Menschen in dieser Region begegnet sind. Und das heißt eigentlich der Begegnungspunkt mit ganz normalen Menschen, die ein Stück ihres UNESCO-Weltnaturerbes gezeigt und präsentiert haben. Besonders spannend wird es, wenn die Menschen verschieden sind, wenn Menschen aus unterschiedlichen Regionen sich gemeinsam Gedanken machen, feststellen, Mensch, so einen Wald haben wir ja auch, wie geht ihr damit um, wie machen wir das, was habt ihr dazu für einen Bezug? Und sobald man sich gemeinsam austauscht, dann bleiben auch die Dinge hängen und man entdeckt auch ganz neue Sachen. Es ist eben weit mehr als wir beschäftigen uns mit dem Buchenwald sozusagen. Es führt eben dazu, dass sich einfach Menschen kennenlernen und begegnen. Ja? Und ich habe gerade vorhin erfahren, dass ja viele das erste Mal überhaupt im Ausland sind von denen. Ja? Ihre erste Flugreise, okay, aber das erste Mal im Ausland. Es gibt nicht nur 10 oder 100, es gibt 1000 Gründe, warum man hier sein müsste. Und dass wir diese Chance bekommen haben, ich bin sehr glücklich, die Kinder sind glücklich. Und man hat mehr bekommen, als man sich überhaupt vorstellen konnte. My highlight was seeing these children get together and get to know another country, another culture, another natural beauty, and join with the German pupils and function as a community. Da wir ein Teil der Natur sind, müssen wir daran arbeiten, dass dieses Projekt weitergeht. Und wir freuen uns auf Buchen Beach Power 2. Und ganz zum Schluss kommt jetzt eigentlich das ganz Besondere hier an dem Ort, dass wir eine Nacht draußen verbringen. Das heißt, das Naturerlebnis eigentlich auf den Höhepunkt bringen.